Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal. Aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In den Ruinen von Nippur, unter Schichten von Sand und vergessener Zeit, fanden Archäologen eine Tontafel, nicht größer als eine menschliche Hand. Ihre Keilschrift beschrieb keine Ernte und keinen Vertrag, sondern eine göttliche Versammlung, eine Hierarchie so komplex und unerbittlich wie die Sterne über der Wüste. Dies war kein einfacher Schöpfungsmythos. Es war ein Organigramm des Kosmos, das erste seiner Art, und es wirft eine fundamentale Frage auf. Wie konnte eine der ersten Zivilisationen der Menschheit ein so tiefgründiges, systematisches Verständnis des Göttlichen konzipieren, das die Fundamente westlicher Religionen für immer prägen sollte? Guten Abend! Begleiten Sie mich auf eine Reise in die Dämmerung der Zeit, in ein Land, das von der Sonne versenkt und von zwei großen Flüssen zum Leben erweckt wurde. Wir begeben uns nach Mesopotamien, dem Land zwischen den Flüssen, dem heutigen Irak. Hier, in der fruchtbaren Ebene zwischen Euphrat und Tigris, legten die Sumerer vor über 6000 Jahren den Grundstein für das, was wir Zivilisation nennen. Doch um die Sumerer zu verstehen, müssen wir zuerst ihr Land verstehen. Es war ein Ort der Extreme. Die Flüsse brachten lebensspendendes Wasser und fruchtbaren Schlamm, der reiche Ernten ermöglichte. Aber sie brachten auch unvorhersehbare, verheerende Fluten, die ganze Siedlungen auslöschen konnten. Die Sommer waren unerbittlich heiß, die Winter konnten überraschend kalt sein. In dieser dualistischen Welt, in diesem ständigen Wechselspiel zwischen Schöpfung und Zerstörung, zwischen Ordnung und Chaos, wurde die sumerische Seele geformt. Für sie war die Natur keine passive Kulisse, sondern eine lebendige, atmende Entität, erfüllt von gewaltigen, unsichtbaren Kräften. Diese Kräfte, so glaubten sie, waren die Götter. Jeder Aspekt ihrer Existenz wurde von göttlichem Willen durchdrungen. Der Wind, der die Segel ihrer Boote füllte oder als Sandsturm über das Land fegte, war der Atem des Gottes, Enlil. Die fruchtbare Erde, die ihre Gerste hervorbrachte, war der Körper der Göttin Ki. Der ferne, unergründliche Himmel war der Gott An. Anders als in späteren Religionen waren diese Götter nicht transzendent oder unendlich fern. Sie waren immanent, präsent, ihre Tempel, die hoch aufragenden Zikkurate galten als ihre tatsächlichen Wohnsitze auf Erden. Die Städte wie Uruk, Ur und Eridu waren nicht nur menschliche Zentren, sondern das irdische Abbild eines himmlischen Reiches. Die Beziehung zwischen den Sumerern und ihren Göttern war daher keine der reinen Anbetung, sondern eine der Notwendigkeit, des Dienstes und der Furcht. Die Menschheit wurde erschaffen, um den Göttern zu dienen, um die Mühsal ihrer Arbeit auf sich zu nehmen. In dieser Landschaft aus Schilf, Lehm und Wasser begann die lange, komplexe Geschichte eines Pantheons, das die Geschicke des Nahen Ostens für Jahrtausende bestimmen sollte. Bevor eine Geschichte in Stein gemeißelt oder in Lehm gedrückt wird, existiert sie nur im flüchtigen Atem des Erzählers. Mythen und Legenden waren über Generationen mündlich überliefert worden, stets der Veränderung und dem Vergessen ausgesetzt. Doch die Sumerer vollbrachten eine Revolution, die nicht nur die Verwaltung ihres Reiches, sondern auch das Wesen ihrer Götter für immer verändern sollte. Die Erfindung der Schrift. Es begann bescheiden, mit Piktogrammen,
die für Waren wie Getreide oder Vieh standen, eingedrückt in weiche Lehmtafeln. Doch aus diesen einfachen Symbolen für die Buchhaltung entwickelte sich langsam ein komplexes System, das in der Lage war, die Nuancen der gesprochenen Sprache abzubilden, die Keilschrift. Der Griffel aus Schilfrohr, der keilförmige Abdrücke im Lehm hinterließ, wurde zum Werkzeug der Unsterblichkeit. Plötzlich konnten Gesetze, Verträge und Königslisten für die Ewigkeit festgehalten werden. Und was noch wichtiger war, die heiligen Geschichten, die Hymnen an die Götter, die Schöpfungsmythen und die Epen der Helden konnten nun exakt aufgezeichnet werden. Dies war ein transformativer Moment für die Religion. Die Götter erhielten eine feste Identität, ihre Genealogien, ihre Zuständigkeitsbereiche, ihre Charaktereigenschaften und ihre Taten wurden kanonisiert. Der Gott Enki war nicht mehr nur der, den der Priester in Eridu beschrieb, sondern der Enki, dessen Weisheit und List im Mythos von Enki und der Weltordnung für immer festgehalten war. Die Göttin Inanna war nicht länger eine vage Gestalt der Liebe und des Krieges, sondern die kühne Heldin des Epos Inannas Gang in die Unterwelt, deren Reise in all ihren schrecklichen und glorreichen Details nachgelesen werden konnte. Die Tontafel wurde zum heiligen Artefakt. In den Tempelschulen saßen die Schreiber, eine elitäre Klasse, und kopierten sorgfältig die alten Texte, bewahrten das Wissen und sicherten so die Kontinuität des Glaubens. Durch die Keilschrift hörten die Götter auf, bloße Konzepte zu sein, die im Wandel der Zeit verblassen konnten. Sie wurden zu literarischen Figuren, zu Protagonisten in einem großen kosmischen Drama, dessen Drehbuch nun für alle lesbar war, die die Kunst des Schreibens beherrschten. Sie gaben ihren Schöpfern eine Geschichte und im Gegenzug machten ihre Schöpfer sie unsterblich. Und jede Kosmologie, jeder Versuch, den Ursprung von allem zu erklären, beginnt mit einem Anfangszustand. Für die Griechen war es das Chaos, für die Hebräer die formlose Leere, für die Sumerer war es eine Einheit, eine ursprüngliche Umarmung. Bevor es Berge und Flüsse gab, bevor es Menschen oder auch nur die meisten Götter gab, existierte eine einzige, ungeteilte Entität. Diese Entität bestand aus An, dem Himmel, und Ki, der Erde. Stellen Sie es sich nicht als zwei getrennte Wesen vor, sondern als einen einzigen kosmischen Berg, dessen Fundament die Erde und dessen Gipfel der Himmel war, untrennbar miteinander verbunden. An war das männliche Prinzip, die unendliche Weite des Firmaments, eine ferne, fast passive Macht. Ki war das weibliche Prinzip, die fruchtbare, nährende und feste Grundlage allen Seins. Aus ihrer Vereinigung entsprangen die ersten Götter. Doch in dieser engen Umarmung gab es keinen Raum für Licht, keinen Raum für Luft, keinen Raum für Leben, wie wir es kennen. Die Schöpfung, so wie die Sumerer sie verstanden, war kein Akt der Erschaffung aus dem Nichts, sondern ein Akt der Trennung, der Organisation des bereits Vorhandenen. Und dieser entscheidende Akt wurde von ihrem Sohn vollzogen, Enlil, dem Gott der Luft und des Windes. In einem gewaltigen mythischen Kraftakt zwängte sich Enlil zwischen seine Eltern. Er stieß seinen Vater An nach oben, um den Himmel zu bilden, und drückte seine Mutter Ki nach unten, um die Erde zu formen. Der Raum, den er zwischen ihnen schuf, das Lil, wurde zur Sphäre des Lebens, die Atmosphäre, der Ort, an dem Winde wehen, Wolken ziehen und die Menschheit existieren kann. Diese kosmische Trennung war der grundlegende Schöpfungsakt. Er etablierte die dreigeteilte Struktur des sumerischen Universums. Der Himmel oben, die Erde unten und die Welt des Lebens dazwischen. An wurde zum fernen Himmelsvater,
dem nominellen Oberhaupt des Pantheons, der jedoch selten direkt in die Angelegenheiten der Welt eingriff. Ki, oft auch als Ninhursag, die Herrin der Berghügel, bekannt, wurde zur großen Muttergöttin, aus deren Leib alles Leben sproßte. Und Enlil, der Agent dieser Trennung, wurde zum aktiven, oft stürmischen Herrscher über die Welt. Dieser Mythos ist mehr als nur eine Geschichte. Er ist ein tiefes, philosophisches Statement über die Natur der Existenz, dass Ordnung aus der Trennung entsteht und dass das Leben selbst nur im Raum zwischen den großen Gegensätzen von Himmel und Erde möglich ist. Nachdem er Himmel und Erde getrennt hatte, wurde Enlil zur dominantesten Kraft im sumerischen Pantheon. Sein Name bedeutet Herr des Windes oder Herr der Luft, aber seine Macht reichte weit darüber hinaus. Er war nicht nur der sanfte Lufthauch, der die Hitze des Sommers linderte, sondern auch der unbarmherzige Sturm, der Ernten vernichtete und Dämme brechen ließ. In Enlil verkörperte sich die unberechenbare und oft schreckliche Macht der Natur, die die Sumerer so gut kannten. Sein Hauptkultzentrum war die Stadt Nippur und sein Tempel, das Ekur oder Berghaus, galt als die kosmische Achse, die Nabelschnur, die Himmel und Erde verband. Von hier aus übte er seine Herrschaft aus. Enlils Charakter ist einer der komplexesten und widersprüchlichsten im gesamten Pantheon. Einerseits war er eine schöpferische Kraft. Sein Wort war heilig und unveränderlich. Was er beschloss, geschah. Er war es, der die Ordnung in der Welt aufrecht erhielt und den Menschen wichtige Erfindungen wie die Hacke schenkte, um das Land zu bebauen. Er war der Hüter der göttlichen Gesetze, der Me und der Inhaber der Schicksalstafeln. Diese Tafeln, in Keilschrift beschrieben, enthielten das Schicksal eines jeden Wesens, von Göttern bis zu Menschen. Wer sie besaß, kontrollierte die Zukunft. Andererseits war Enlil für seine aufbrausende und zerstörerische Natur berüchtigt. Sein Zorn war gefürchtet. In späteren Mythen, wie der babylonischen Sintflutgeschichte, ist es Enlil, der von dem Lärm der Menschheit verärgert ist und beschließt, sie durch eine große Flut auszulöschen. Er ist kein Gott der persönlichen Moral oder des Mitgefühls. Er ist ein Gott der kosmischen Ordnung und des unpersönlichen Schicksals. Seine Entscheidungen basieren nicht auf Gut und Böse im menschlichen Sinne, sondern auf der Aufrechterhaltung des göttlichen Gleichgewichts. Selbst wenn dies die Vernichtung der Menschheit bedeutet. Die Sumerer verehrten Enlil nicht aus Liebe, sondern aus einer tiefen, ehrfürchtigen Furcht. Sie verstanden, dass die gleiche Kraft, die ihnen den Atem zum Leben schenkte, ihn ihnen auch im Sturm wiedernehmen konnte. Enlil war die ultimative Verkörperung der souveränen, unkontrollierbaren Macht, die ihr Leben bestimmte. Wenn Enlil der Sturm ist, der über das Land fegt, dann ist Enki das tiefe, stille Wasser, das darunter fließt. Sein Name bedeutet Herr der Erde, doch seine wahre Domäne liegt tiefer im geheimnisvollen Abzu. Dies war für die Sumerer kein höllischer Abgrund, sondern der unendliche Ozean aus Süßwasser, der unter der Erdkruste schlummerte und aus dem die lebensspendenden Flüsse Tigris und Euphrat entsprangen. In Darstellungen sehen wir diese Flüsse oft direkt aus seinen Schultern quellen, bevölkert von Fischen, ein Symbol seiner unerschöpflichen Fruchtbarkeit. Enki, von den Akkadiern Ea genannt, ist der Gott der Weisheit, der Magie, des Handwerks und der Schöpfung. Er ist kein Gott der rohen Gewalt, sondern der Intelligenz und des listigen Plans. Wo Enlil mit dem Donner seines Zorns regiert,
wirkt Enki mit dem Flüstern einer rettenden Idee. Er ist der große Handwerker des Pantheons, der die Welt mit Geschick und Wissen formt. In vielen Schöpfungsmythen ist er es, der die Menschheit aus Lehm erschafft, nicht als Sklaven, sondern als Wesen, die den Göttern zur Hand gehen sollen. Diese väterliche Zuneigung zu seiner Schöpfung definiert seinen Charakter. Als Enlil beschließt, die lärmende Menschheit durch eine große Flut zu vernichten, ist es Enki, der gegen den Befehl handelt. Er erscheint dem frommen Zius Udra im Traum und weist ihn an, ein großes Schiff zu bauen, um seine Familie und die Tiere der Erde zu retten. Enki ist somit der göttliche Schutzpatron der Menschheit, ein Trickster im besten Sinne des Wortes, der die starren Regeln der Götter umgeht, um das Leben zu erhalten. Er ist der Hüter der Me, jener göttlichen Dekrete, die die Grundlagen der Zivilisation bilden, von der Königsherrschaft bis zum Bierbrauen. Seine Stadt Eridu galt als die älteste der Welt, der Ursprungsort, an dem die Ordnung aus dem Wasser aufstieg. In Enki sehen wir die sumerische Wertschätzung für Wissen, Kreativität und die rettende Kraft der Vernunft. An der Spitze des sumerischen Pantheons steht keine einzelne, allmächtige Gottheit, sondern ein Triumvirat, dessen inneres Gleichgewicht die Ordnung des Kosmos selbst widerspiegelt. Diese drei großen Götter, An, Enlil und Enki, verkörpern die drei fundamentalen Ebenen der sumerischen Weltanschauung. An, der Himmelsvater, thront in der obersten Sphäre. Er ist die ursprüngliche Quelle aller Autorität, der Ahnherr der Götter, dessen Wort letztlich Gesetz ist. Doch wie der Himmel selbst ist er oft fern und distanziert. Er greift selten direkt in die Angelegenheiten von Göttern oder Menschen ein, sondern delegiert die aktive Herrschaft an seinen Sohn. Dieser Sohn ist Enlil, der Herr des Windes und der Atmosphäre, der Herrscher über die Welt zwischen Himmel und Erde. Er ist die exekutive Gewalt des Pantheons, derjenige, der die göttlichen Dekrete umsetzt. Seine Entscheidungen sind oft hart und unumstößlich, wie ein Sturm, der ohne Vorwarnung über das Land hereinbricht. Er ist der Garant der göttlichen Ordnung und er zögert nicht, diese Ordnung mit aller Macht durchzusetzen, wie der Mythos der großen Flut beweist. Die dritte Säule dieser Triade ist Enki, der Herr des Apsu, der tiefen Süßwasserozeane unter der Erde. Er repräsentiert Weisheit, List und die schöpferischen Kräfte des Wassers. Während An die Legitimität verleiht und Enlil die Macht ausübt, bringt Enki das Wissen und die rettende Idee ein. Die Beziehung zwischen diesen drei Göttern ist von einer subtilen Spannung geprägt. Es ist die Balance zwischen der passiven Autorität des Himmels, der ungestümen Macht der Atmosphäre und der bedachten Weisheit der Tiefe. Enlil und Enki stehen oft im Konflikt. Enlils rigide Ordnung stößt auf Enkis pragmatische und oft menschenfreundliche Lösungsansätze. Dieser aushandelnde Prozess, dieser kosmische Machtkampf, ist der Motor vieler sumerischer Mythen. Es ist kein einfacher Kampf zwischen Gut und Böse, sondern das Ringen fundamentaler Prinzipien, die gemeinsam das Universum im Gleichgewicht halten. Wenige Gottheiten der Antike sind so komplex, so widersprüchlich und so unwiderstehlich faszinierend wie Inanna, die die Akkader Ishtar nannten. Sie ist eine Göttin der Extreme, eine Verkörperung der fundamentalen Dualitäten des Lebens. Inanna ist die strahlende Göttin der Liebe, der Schönheit und der sinnlichen Lust. Sie entfacht die Leidenschaft in den Herzen von Göttern und Sterblichen und ist die Schutzherrin der Fruchtbarkeit, die das Land erblühen lässt. In dieser Rolle ist sie die Quelle von Freude, Verbindung und der Fortdauer des Lebens. Doch mit der gleichen Intensität ist sie auch eine furchterregende Kriegsgöttin.
Sie ist die Herrin der Schlacht, die sich am Klang klirrender Waffen und dem Chaos des Kampfes erfreut. Sie schreitet über das Schlachtfeld, brüllend wie ein Löwe, ihr heiliges Tier, und entscheidet über Sieg und Niederlage. Für die Sumerer war dies kein Widerspruch. Liebe und Krieg sind beide Sphären der überwältigenden, unkontrollierbaren Leidenschaft. Und Inanna beherrscht sie beide. Im Gegensatz zu den eher statischen Göttern des Triumvirats ist Inanna dynamisch und ehrgeizig. Sie ist niemals zufrieden mit ihrem Los und strebt unablässig danach, ihre Macht zu vergrößern. Ein berühmter Mythos erzählt, wie sie nach Eridu reist, den weisen Gott Enki betrunken macht und ihm die die göttlichen Prinzipien der Zivilisation stiehlt, um sie in ihre Stadt Uruk zu bringen. Eine andere, tiefgründigere Geschichte beschreibt ihren kühnen Abstieg in die Unterwelt, das Reich ihrer Schwester Ereshkigal. Dort wird sie ihrer Macht beraubt und getötet, nur um durch Enkis List wiedergeboren zu werden. Diese Reise symbolisiert die Zyklen von Tod und Wiedergeburt und zeigt ihre unbezwingbare Natur. Als Morgen- und Abendstern, dem Planeten Venus, war sie ein leuchtendes Zeichen am Himmel, das sowohl den Tag als auch die Nacht ankündigte. Ein perfektes Symbol für ihre paradoxe und allumfassende Macht. In der Dunkelheit der mesopotamischen Nacht, wenn die sengende Sonne verschwunden ist, tritt eine andere, sanftere Macht in den Vordergrund. Der Mondgott Nanna, von den Akkadiern Suen oder Sin genannt. Seine Bedeutung ging weit über die eines bloßen Himmelskörpers hinaus. Nanna war ein Gott der Ordnung, der Zeit und der Weisheit, die sich in der Stille offenbart. Sein beständiger, zyklischer Wandel am Himmel bot den Menschen die erste und verlässlichste Methode zur Messung der Zeit. Die Phasen des Mondes, vom Neumond über das zunehmende Licht bis zur vollen Scheibe und dem anschließenden Schwinden, bildeten die Grundlage des sumerischen Kalenders. Sie bestimmten die Zeit für Aussaat und Ernte, für religiöse Feste und für die Verwaltung des Reiches. In einer Welt ohne künstliches Licht war Nanna der nächtliche Hirte, der die Sterne wie eine Herde über den Himmel führte und den Reisenden den Weg wies. Seine Symbolik ist reich und vielschichtig. Die Mondsichel wurde oft als Boot dargestellt, mit dem er majestätisch über den Ozean des Nachthimmels segelte. Seine Hörner verglichen die Sumerer auch mit denen eines mächtigen Stiers, ein Symbol für Stärke und Fruchtbarkeit. Als Sohn des mächtigen Enlil und seiner Gemahlin Ninlil nahm Nanna eine zentrale Position im Pantheon ein. Er war zudem der Vater von zwei ebenso bedeutenden Gottheiten, dem Sonnengott Utu, der die Gerechtigkeit am Tage überwachte, und der strahlenden Inanna, dem Morgen- und Abendstern. Er war somit das Bindeglied zwischen den Generationen und den großen Kräften des Himmels. Sein Hauptkultzentrum war die große Stadt Ur, wo ihm zu Ehren eine der monumentalsten Zikkurats Mesopotamiens errichtet wurde. Dieser Stufentempel ragte wie ein künstlicher Berg aus der Ebene empor, um seinem Gott so nah wie möglich zu sein. Nanna Suen war kein Gott des lauten Befehls, sondern ein stiller Beobachter, dessen sanftes Licht Ordnung in das Chaos der Dunkelheit brachte. Guten Abend. Legen Sie sich zurück und lauschen Sie, während wir unseren Blick gen Himmel richten, zu jener Gestalt, die Ordnung in das tägliche Chaos bringt. Wir sprechen von Utu, dem sumerischen Sonnengott, der später im akkadischen Pantheon als Shamash bekannt wurde. Er ist mehr als nur die glühende Scheibe am Firmament. Er ist das Auge des Himmels, das alles sieht, und der unbestechliche Richter, dessen Licht jede Lüge und jedes Unrecht aufdeckt.
Utu ist der Sohn des Mondgottes Nanna und seiner Gemahlin Ningal und der Zwillingsbruder der strahlenden Inanna. Jeden Morgen, so glaubten die Sumerer, trat er seine Reise an. Von den Toren des östlichen Horizonts aus bestieg er seinen Sonnenwagen oder sein Boot und zog unermüdlich über den Himmelsbogen. Sein Licht war nicht nur physisch, es war auch metaphorisch. Es brachte Wärme für die Ernte, aber auch die Klarheit der Wahrheit. Kein Verbrechen, keine Heimlichkeit konnte sich vor seinem alles durchdringenden Blick verbergen. Wenn die Nacht hereinbrach, endete seine Arbeit nicht. Er reiste durch die Unterwelt, das Land ohne Wiederkehr, und brachte den Toten für einen kurzen Moment Licht und Trost. Auch hier fungierte er als Richter, entschied über die Schicksale der Verstorbenen und sorgte für Ordnung im Reich der Schatten. Diese doppelte Rolle als Herrscher über Tag und Nacht, über das Reich der Lebenden und der Toten, verlieh ihm eine immense Autorität. Er war der göttliche Gesetzgeber, der Patron der Gerechtigkeit. Es ist kein Zufall, dass der berühmte König Hammurabi von Babylon auf seiner Gesetzesstele dargestellt wird, wie er die Insignien der Macht, den Ring und den Stab von Shamash empfängt. Dies war eine göttliche Legitimation des irdischen Rechts. Utu Shamash war der Garant der kosmischen und sozialen Ordnung. Orakel und Seher riefen ihn an, um die Zukunft zu deuten, denn wer konnte die Wahrheit besser erkennen als derjenige, der alles sah? In einer Welt voller Unsicherheiten und Gefahren bot Utu einen festen moralischen Anker. Sein Licht war ein tägliches Versprechen, dass die Wahrheit letztendlich obsiegen und die Gerechtigkeit nicht für immer im Dunkeln bleiben würde. Nachdem wir das strahlende Licht des Sonnengottes betrachtet haben, wenden wir uns nun einer schattenhafteren, aber nicht minder mächtigen Gruppe zu, den Anunna. Dieser Begriff, oft als Anunnaki transliteriert, bezeichnet keine einzelne Gottheit, sondern eine der wichtigsten Versammlungen im sumerischen Pantheon. Stellen Sie sich einen großen, ehrfurchtgebietenden Rat vor, eine göttliche Kammer, in der die bedeutendsten Götter zusammenkommen, um über das Schicksal des Kosmos, der Götter und vor allem der Menschheit zu entscheiden. Die Anunna sind die obersten Richter, die Dekretierer des Schicksals. An der Spitze dieser Versammlung standen die höchsten Götter wie An, der Himmelsvater, und Enlil, der Herr des Windes und der Erde. In den Mythen treten die Anunna oft als Kollektiv auf. Sie sind diejenigen, die in den großen Schöpfungs- und Fluterzählungen die entscheidenden Beschlüsse fassen. Als Enlil beschloss, die lärmende Menschheit durch eine Sintflut zu vernichten, war es der Rat der Anunna, der diesem schrecklichen Plan zustimmte. Ihre Entscheidungen waren endgültig und unumstößlich. Ihre genaue Zusammensetzung und Anzahl variiert in den verschiedenen Texten und Epochen. Manchmal werden sie als die 7 großen Götter, die das Schicksal bestimmen, beschrieben. In anderen Kontexten scheinen sie eine größere Gruppe von Himmelsgottheiten zu sein, die den höheren Rang im Pantheon einnehmen. Sie wohnen im Himmel und auf der Erde und kommen im heiligen Tempel Ekur in Nippur zusammen, um ihre Versammlungen abzuhalten. Ihre Macht lag nicht in individuellen Taten, sondern in ihrer kollektiven Autorität. Sie repräsentierten die unveränderliche kosmische Ordnung, die Struktur, die das Universum zusammenhielt. Ein Urteil der Anunna war so endgültig wie der Aufgang der Sonne oder der Lauf der Sterne. Für die Menschen waren sie eine ferne, fast furchterregende Macht. Man brachte ihnen Opfer dar und ehrte sie, aber man tat dies aus einer Position tiefen Respekts und der Anerkennung ihrer übergeordneten Rolle.
Sie waren die Architekten und Verwalter des göttlichen Plans. Und die Menschheit war nur eine kleine, wenn auch wichtige Komponente in diesem großen kosmischen Spiel. Wir haben die Anuna als den erhabenen Götterrat kennengelernt. Doch in der modernen Populärkultur hat dieser Name eine völlig andere, sensationellere Bedeutung angenommen. Es ist wichtig, dass wir hier einen Moment innehalten und die Welt der Mythologie von der Pseudowissenschaft trennen. Die Vorstellung, die Anunnaki seien außerirdische Wesen, die auf die Erde kamen, um Gold abzubauen und die Menschheit als Sklavenrasse zu erschaffen, ist eine Interpretation, die im 20. Jahrhundert durch Autoren wie Zecharia Sitchin populär wurde. Diese Theorien basieren auf einer höchst selektiven und oft fehlerhaften Übersetzung sumerischer Texte, kombiniert mit einer großen Portion Spekulation. Als Historiker ist es unsere Aufgabe, uns an die Quellen zu halten, an das, was die Keilschrifttafeln uns tatsächlich erzählen. Und die Tafeln erzählen eine andere Geschichte. Der Begriff Anunnaki bezieht sich eindeutig auf eine Gruppe von Gottheiten innerhalb des mesopotamischen Pantheons. Es gibt keinen einzigen antiken Text, der sie als Wesen von einem anderen Planeten beschreibt. Ihre Herkunft ist göttlich, nicht extraterrestrisch. Sie sind die Nachkommen von An, dem Himmelsgott, was ihre hohe Stellung unterstreicht. Im Laufe der Zeit änderte sich ihre Rolle sogar. Während sie in frühen sumerischen Texten oft als die höchsten Himmelsgötter erscheinen, werden sie in späteren babylonischen und assyrischen Mythen, wie dem Gilgamesch-Epos, häufiger als chtonische Gottheiten oder Richter der Unterwelt dargestellt. Diese Entwicklung zeigt die dynamische Natur des mesopotamischen Glaubens über Jahrtausende hinweg. Die Faszination für die Ancient Alien-Theorie ist verständlich. Sie bietet eine einfache, wenn auch fantastische Antwort auf komplexe Fragen über den Ursprung der menschlichen Zivilisation. Doch sie entkleidet die sumerische Kultur ihrer eigenen Genialität und ihres reichen, komplexen, spirituellen Lebens. Indem wir die Anuna als Außerirdische neu interpretieren, übersehen wir, was sie für die Sumerer selbst bedeuteten. Mächtige, schicksalsbestimmende Götter, die die Ordnung des Kosmos verkörperten und deren Verehrung das Zentrum ihrer Weltanschauung bildete. Die wahre Geschichte, die in den Tontafeln verborgen liegt, ist oft subtiler, aber letztendlich weitaus faszinierender. Während der erhabene Rat der Anuna die Schicksale lenkte, gab es eine andere Gruppe von Göttern, deren Los weitaus mühsamer war, die Igigi. Sie waren die jüngeren, die niederen Götter, die Arbeiterklasse des Pantheons. Ihre Geschichte, die uns vor allem im Atrahasis-Epos überliefert ist von zentraler Bedeutung für das sumerische Verständnis der menschlichen Existenz. In der Zeit vor der Erschaffung des Menschen war die Welt allein von Göttern bevölkert. Die Anuna, die Elite, genossen ein Leben des Müßiggangs, während die Igigi die gesamte schwere Arbeit verrichten mussten. Jahrtausende lang, so erzählt der Mythos, trugen sie die Körbe, gruben die großen Flüsse Tigris und Euphrat und legten die Kanäle an, die das Land fruchtbar machten. Ihre Arbeit war unerbittlich, ihre Bürde unerträglich. Die Sonne brannte auf ihre Rücken, ihre Hände waren von der harten Arbeit zerschunden. Schließlich erreichte ihre Verzweiflung einen Siedepunkt. In einer dramatischen Szene versammelten sich die Igigi, verbrannten ihre Werkzeuge und marschierten zum Heiligtum des obersten Gottes Enlil. Sie umzingelten sein Haus, ihre Wut und ihr Klagen erfüllten die Nacht. Dies war eine Rebellion im Himmel, ein Streik der göttlichen Arbeiter.
Die Anunna waren alarmiert. Enlil, geweckt durch den Lärm, war zunächst empört. Doch die Götter erkannten die Berechtigung der Klage der Igigi. Ihre Arbeit war tatsächlich zu schwer. Was war die Lösung? Hier trat der weise Gott Enki auf den Plan. Er schlug vor, ein neues, niederes Wesen zu erschaffen, das die Mühsal der Götter auf sich nehmen sollte. Ein Wesen, das aus Lehm, geformt und mit dem Blut eines geopferten Gottes zum Leben erweckt werden sollte. Dieses Wesen war der Mensch, der Lulu. Die Erschaffung der Menschheit war also kein Akt reiner göttlicher Güte, sondern eine pragmatische Lösung für ein Arbeitsproblem unter den Göttern. Die Igigi wurden von ihrer Last befreit und die Menschen übernahmen ihre Rolle als Diener der Götter, dazu bestimmt, die Erde zu bearbeiten und den Göttern Opfer darzubringen, damit diese in Ruhe leben konnten. Diese Erzählung prägte das mesopotamische Weltbild zutiefst und definierte die Beziehung zwischen Mensch und Gott als die eines Dieners zu seinem Herrn. Guten Abend. Wir wenden unseren Blick nun von den leuchtenden Himmelsreichen und der geschäftigen Welt der Menschen ab und steigen hinab in die Schatten, in das Reich, das die Sumerer Kur oder Irkalla nannten, das Land ohne Wiederkehr. Hier herrschte keine Gestalt des reinen Bösen, wie wir es aus späteren Mythologien kennen, sondern eine Königin von unerbittlicher Majestät und tiefer Melancholie, Ereshkigal. Sie war die ältere Schwester Inannas und ihr Los war die Herrschaft über die Toten. Ihre Domäne war kein Ort der Bestrafung, sondern ein Ort der Endgültigkeit. Ein staubiges, düsteres Spiegelbild der Welt oben, in dem die Schatten der Verstorbenen, die Etemu, umherwanderten. Die sumerische Vorstellung vom Jenseits war von einem tiefen Pessimismus geprägt. Wer einmal die 7 Tore von Kur durchschritt, von dem an jedem Tor ein Teil seiner irdischen Identität und Macht abgestreift wurde, der konnte nicht zurückkehren. Die Nahrung dort war Staub, das Getränk war Lehm, die einzige Linderung für die Toten waren die Trankopfer, die von den Lebenden dargebracht wurden. Ohne diese Erinnerung und Fürsorge verblassten die Geister zu einem elenden Nichts. Ereshkigals Rolle war nicht die einer Anklägerin, sondern die einer Hüterin der unumstößlichen Ordnung. Der Tod war ein natürlicher, wenn auch gefürchteter Teil des kosmischen Zyklus. Ihr Reich war die Garantie, dass diese Grenze nicht überschritten wurde. Selbst die mächtigsten Götter betraten ihr Reich nur mit größter Vorsicht, wie die berühmte Mythe von Inannas Abstieg in die Unterwelt eindrücklich belegt. Dort wurde selbst die strahlende Göttin des Himmels vor ihrer Schwester Ereshkigal entkleidet, gerichtet und getötet, nur um durch Enkis Weisheit wiedererweckt zu werden. Diese Geschichte unterstreicht die absolute Souveränität Ereshkigals in ihrer Domäne. Die Unterwelt war somit ein Ort der Gleichheit im Angesicht des Endes. Ein Reich, das von einer mächtigen, unnahbaren Göttin regiert wurde, deren Gesetz das Schweigen und die Unumkehrbarkeit waren. Nach unserer Reise in die Dunkelheit kehren wir zurück ins Licht, in die Zentren der sumerischen Zivilisation. Denn um die Götter zu verstehen, müssen wir die Orte betrachten, die für sie erbaut wurden. Ein sumerischer Tempel, das war weit mehr als nur ein Ort der Anbetung. Er war buchstäblich das Haus, die irdische Residenz der jeweiligen Gottheit. Hier wohnte der Gott oder die Göttin. Hier wurde er oder sie gespeist, gekleidet und unterhalten von einer ganzen Schar von Priestern und Tempeldienern. Die Architektur selbst war eine Form der Theologie, in Stein und Lehmziegel gegossene Kosmologie. Nehmen wir Eridu, die legendäre erste Stadt,
Heimat des weisen Enki. Sein Tempel, das E-Apsu, das Haus des tiefen Wassers, war als ein Mikrokosmos konzipiert. Er erhob sich aus dem Marschland und symbolisierte den Urhügel, der aus den primordialen Wassern aufstieg. Der Tempel war der Punkt, an dem die Schöpfung ständig erneuert wurde. In Uruk, der Metropole des Himmelsgottes An und seiner Tochter Inanna, erreichte diese Sakralarchitektur monumentale Ausmaße. Die berühmten Zikkurate, jene hoch aufragenden Stufentürme, waren keine Gräber wie die ägyptischen Pyramiden. Sie waren künstliche Berge, Treppen zum Himmel, die die Kluft zwischen der menschlichen und der göttlichen Sphäre überbrücken sollten. Auf ihrer Spitze stand der heiligste Schrein, das Allerheiligste, in dem die eigentliche Begegnung stattfand. Diese Tempelkomplexe waren auch die ökonomischen und administrativen Herzen der Stadtstaaten. Sie besaßen riesige Ländereien, Herden und Werkstätten. Die Erträge dienten dem Unterhalt des Gottes und seines Haushalts, der Priesterschaft. Die Tempelwirtschaft war die treibende Kraft hinter Innovationen in Landwirtschaft, Verwaltung und Schrift. Die Architektur der Gottesnähe war also keine passive Kulisse, sondern ein aktiver Mechanismus, der die Gesellschaft strukturierte, die Wirtschaft antrieb und die kosmische Ordnung auf Erden verankerte. Jeder Ziegelstein war ein Gebet, jede Halle ein Versprechen der ständigen Gegenwart des Göttlichen. Wir haben die Götter in ihren himmlischen und irdischen Wohnsitzen kennengelernt. Doch was genau verlieh ihnen ihre Macht und definierte die Ordnung der Welt, die sie schufen? Die Sumerer hatten dafür ein faszinierendes und zutiefst abstraktes Konzept: das Mi. Man kann sich die Me am besten als eine Sammlung göttlicher Dekrete oder universeller Prinzipien vorstellen. Sie waren die fundamentalen Bausteine der Zivilisation, eine Art kosmische Software, die alles regelte, von den höchsten Aspekten der Herrschaft bis zu den alltäglichsten Handwerkskünsten. Es gab Me für das Königtum, für den Thron, für das Priesteramt, für Wahrheit und für Lüge, aber auch für die Kunst des Schreibens, für Musik, für das Schmieden von Metall, das Gerben von Leder und sogar für den Bau von Häusern. Jedes Element, das eine geordnete Gesellschaft ausmachte, war in einem Me kodifiziert. Diese Me waren keine unveränderlichen Gesetze, sondern physisch gedachte Objekte, die von einem Gott besessen und sogar gestohlen werden konnten. Die berühmteste Geschichte hierzu ist der Mythos von Inanna und Enki. Die ehrgeizige Göttin von Uruk reist nach Eridu, besucht den weisen Enki, macht ihn mit Bier betrunken und überredet ihn, ihr über 100 der Me zu übergeben. Sie lädt diese göttlichen Kräfte auf ihr Himmelsboot und bringt sie triumphal in ihre eigene Stadt Uruk, die dadurch zur neuen Hegemonialmacht aufsteigt. Diese Erzählung ist mehr als eine amüsante Göttergeschichte. Sie ist eine aitiologische Erklärung für den Aufstieg Uruks und eine tiefgründige Reflexion über die Natur der Kultur. Zivilisation ist nicht gottgegeben und statisch. Ihre Essenzen, die Me, können weitergegeben, erworben und von einem Zentrum zum anderen transferiert werden. Die Me repräsentieren das göttliche Betriebssystem, auf dem die menschliche Gesellschaft lief. Sie waren die unsichtbaren Kräfte, die sicherstellten, dass ein Thron mehr war als nur ein Stuhl und ein Priester mehr als nur ein Mann. Sie verliehen der Welt ihre Struktur, ihren Sinn und ihre Funktion. Nachdem wir die Wohnsitze der Götter und die göttlichen Prinzipien, die Me, verstanden haben, stellt sich eine praktische Frage: Wie interagierte der Mensch mit dieser komplexen göttlichen Welt im Alltag? Die Antwort liegt in den Ritualen und Opfergaben, dem Kern,
der sumerischen religiösen Praxis. Dies war keine einseitige Anbetung, sondern eine subtile, auf Gegenseitigkeit beruhende Ökonomie. Die Götter hatten, so glaubte man, die Menschheit erschaffen, um für sie zu arbeiten, ihnen Nahrung, Kleidung und eine Heimstatt zu geben. Im Gegenzug sorgten die Götter für die Ordnung des Kosmos, für fruchtbare Ernten, für den Sieg im Krieg und für den Fortbestand der Zivilisation. Opfergaben waren daher keine Bestechungsversuche, sondern die buchstäbliche Nahrung der Götter. Jeden Tag wurden in den Tempeln aufwendige Rituale vollzogen. Bei Sonnenaufgang wurde die Statue der Gottheit, die als physische Manifestation des Gottes galt, geweckt, gewaschen, mit kostbaren Gewändern bekleidet und geschmückt. Danach wurden ihr Mahlzeiten dargebracht: Brot, Bier, Datteln, Fleisch von geopferten Tieren. Dies geschah unter dem Rezitieren von Hymnen und Gebeten durch die Priesterschaft. Der Rauch des Räucherwerks stieg als wohlgefälliger Duft zum Himmel auf. Die materielle Substanz der Opfergaben wurde später an den Tempelhaushalt verteilt, was die enge Verflechtung von Religion und Wirtschaft unterstreicht. Neben den täglichen Ritualen gab es große Feste, die den landwirtschaftlichen Zyklus oder wichtige mythologische Ereignisse markierten, wie das Neujahrsfest Akitu. Bei diesen Festen wurden die Götterstatuen in feierlichen Prozessionen durch die Stadt getragen, was der Bevölkerung eine seltene Gelegenheit gab, ihrem Gott direkt zu begegnen. Diese konstante Praxis des Gebens und Nehmens war der Kitt, der die sumerische Gesellschaft zusammenhielt. Sie war eine ständige Bestätigung des Bundes zwischen Mensch und Gott, ein unaufhörlicher Dialog, der sicherstellte, dass die fragile Ordnung der Welt inmitten des umgebenden Chaos aufrechterhalten wurde. Götter sind, so scheint es, nicht an ein einziges Volk oder eine einzige Sprache gebunden. Sie können wandern, ihre Namen ändern und neue Gewänder anlegen, während ihr Wesen im Kern erhalten bleibt. Nirgendwo in der Antike ist dieser Prozess des Synkretismus, der Verschmelzung von Göttern und religiösen Vorstellungen, so klar zu beobachten wie in Mesopotamien. Als die semitisch sprechenden Akkader um 22 in 40 vor Christus unter Sargon die politische Macht über die sumerischen Stadtstaaten errangen, standen sie vor einer Zivilisation, deren Kultur und Religion weitaus älter und tiefer verwurzelt war als ihre eigene. Anstatt das sumerische Pantheon auszulöschen, taten sie das, was in der Geschichte so oft geschah. Sie adaptierten es. Die sumerische Inanna, Göttin der Liebe, der Fruchtbarkeit und des Krieges, fand ihre perfekte Entsprechung in der akkadischen Ishtar. Sargon setzte seine eigene Tochter, Enheduanna, als hohe Priesterin des Mondgottes Nanna in Ur ein. Sie war es, die in ihren Hymnen maßgeblich dazu beitrug, die Wesenszüge von Inanna und Ishtar zu einem untrennbaren Ganzen zu verschmelzen. Der weise Gott des Süßwasserozeans, Enki, wurde zum akkadischen Ea, wobei sein Name sich änderte, seine Funktionen und Mythen aber fast identisch blieben. Der Sonnengott Utu wurde zu Shamash, der Mondgott Nanna, zu Sin. Selbst der große Enlil, der stürmische Herrscher des Pantheons, behielt seinen Namen und seine überragende Stellung für viele Jahrhunderte bei. Doch dieser Prozess war keine Einbahnstraße. Später, als Babylon zur dominierenden Macht aufstieg, erlebte die Götterwelt eine weitere dramatische Veränderung. Der Stadtgott Babylons, Marduk, war ursprünglich eine eher unbedeutende Gottheit. Doch mit dem politischen Aufstieg seiner Stadt stieg auch er im Pantheon auf. Im babylonischen Schöpfungsmythos, dem Enuma Elish, ist es Marduk,
der das Chaos-Ungeheuer Tiamat besiegt und die Welt erschafft. Eine Rolle, die in älteren Mythen oft Enlil oder Ninurta zugeschrieben wurde. Marduk übernahm die 50 Namen oder Attribute anderer Götter und absorbierte ihre Macht. Er wurde zum König der Götter und verdrängte Enlil von seinem Thron. Die sumerischen Götter starben nicht. Sie wurden umgedeutet, neu interpretiert und in ein neues, sich ständig wandelndes System integriert, das ihre Langlebigkeit sicherte. In den Tiefen unseres kollektiven Gedächtnisses hallt eine Geschichte wider, die von einer großen Flut erzählt, die die Welt reinigte und einen Neuanfang ermöglichte. Viele kennen sie aus der hebräischen Bibel als die Geschichte von Noah und seiner Arche. Doch die Wurzeln dieses Mythos reichen viel weiter zurück, in den feuchten Lehmboden Mesopotamiens. Die älteste uns bekannte Version findet sich auf einem zerbrochenen sumerischen Keilschrifttäfelchen aus dem 17. Jahrhundert vor Christus, Teil der sogenannten Eridu-Genesis. Hier ist der Held Ziusudra, der fromme König von Shuruppak. Die Götter, angeführt von Enlil, beschließen aus Gründen, die der fragmentarische Text nicht mehr preisgibt, die Menschheit durch eine Flut zu vernichten. Doch der Gott Enki, der die Menschen mit erschaffen hatte, empfindet Mitleid. Er spricht nicht direkt zu Ziusudra, sondern flüstert seinen Plan einer Schilfwand zu, hinter der der König lauscht. Er befiehlt ihm, ein riesiges Boot zu bauen, um seine Familie und Paare aller Tiere zu retten. Die Flut kommt und wütet 7 Tage und 7 Nächte. Als das Wasser zurückgeht, öffnet Ziusudra ein Fenster, sieht das Licht der Sonne und opfert den Göttern. Diese Geschichte wurde im späteren, vollständiger erhaltenen, akkadischen Atrahasis-Epos weiter ausgebaut. Hier erfahren wir auch den Grund für den Zorn der Götter. Die Menschen hatten sich so sehr vermehrt, dass ihr Lärm den Göttern, insbesondere Enlil, den Schlaf raubte. Wieder ist es Ea, der den Helden Atrahasis warnt und ihn anleitet, ein würfelförmiges Boot zu bauen. Die Parallelen zur biblischen Erzählung sind unübersehbar und tiefgreifend. Der göttliche Entschluss zur Vernichtung, die Warnung an einen auserwählten Helden, der Bau eines Schiffes zur Rettung von Mensch und Tier, das Überleben der Katastrophe, das Landen auf einem Berg und das abschließende Dankopfer. Dies ist kein Fall von Plagiat, sondern ein faszinierendes Beispiel für die Wanderung und Transformation von Mythen über Kulturen und Jahrtausende hinweg. Die Geschichte von Ziusudra ist das erste aufgezeichnete Echo einer Urangst und einer Hoffnung, die die Menschheit bis heute begleitet. Ein Pantheon, das die Geschicke der Menschheit 3000 Jahre lang gelenkt hatte, verschwindet nicht über Nacht. Sein Verstummen ist kein plötzlicher Tod, sondern ein langsames Verblassen. Ein Prozess, der von politischen Umwälzungen, kulturellem Wandel und dem Aufstieg neuer Ideen angetrieben wird. Der Anfang vom Ende der mesopotamischen Götterwelt lässt sich auf das Jahr 539 vor Christus datieren, als der persische König Kyros der große Babylon eroberte. Die Perser brachten ihre eigene Religion, den Zoroastrismus, mit und etablierten Aramäisch als Verwaltungssprache des riesigen Reiches. Die Keilschrift, das Medium, in dem die heiligen Texte und Rituale überliefert wurden, verlor an Bedeutung. Die Tempel bestanden zwar weiter, aber ihre politische und wirtschaftliche Macht schwand. Sie waren nicht mehr das Zentrum der Welt, sondern nur noch lokale Kultstätten in einer Provinz eines fremden Imperiums. Der nächste große Wandel kam mit Alexander dem Großen und der hellenistischen Ära. Griechische Kultur und griechische Götter hielten Einzug in Mesopotamien.
Es kam zu weiteren Synkretismen. Der babylonische Hauptgott Bel-Marduk wurde mit Zeus identifiziert. Doch diese Verschmelzung verdünnte die ursprüngliche mesopotamische Identität weiter. Die alten Mythen wurden zunehmend zu einer Angelegenheit von Gelehrten und Priestern, die noch die alte Schrift beherrschten. Für die einfache Bevölkerung verloren die alten Götter an Relevanz. Der entscheidende Faktor war jedoch der endgültige Tod der Keilschrift. Die letzte datierbare Keilschrifttafel stammt aus dem Jahr 75 nach Christus. Als die Fähigkeit, die alten Texte zu lesen, erlosch, wurden die Götter im wahrsten Sinne des Wortes sprachlos. Ihre Geschichten, ihre Gebete, ihre Rituale waren in einem Code eingeschlossen, den niemand mehr knacken konnte. In dieses Vakuum stießen neue, radikal andere religiöse Konzepte. Zuerst das Christentum und später der Islam, beides monotheistische Religionen mit einem universellen Anspruch, ließen keinen Platz für das alte Pantheon. Die Tempel verfielen endgültig, ihre Ziegel wurden für neue Bauten verwendet und die Namen von Enlil, Enki und Inanna wurden vom Wüstensand zugedeckt, um erst Jahrtausende später von Archäologen wiederentdeckt zu werden. Die Zikurate sind zu Staub zerfallen, die Tempel sind Ruinen und die Namen der sumerischen Götter werden nicht mehr in Gebeten angerufen. Und doch ist ihr Erbe, das Fundament, das sie für die Zivilisation legten, unauslöschlich in unsere moderne Welt eingewoben. Es ist ein subtiles Erbe, das nicht in Statuen, sondern in Ideen weiterlebt. Denken wir an die grundlegendste Struktur unserer Gesellschaft: das Gesetz. Die Sumerer waren die Ersten, die den Glauben manifestierten, dass Gesetze nicht willkürlich von Menschen gemacht, sondern von den Göttern gegeben werden, um Ordnung und Gerechtigkeit zu gewährleisten. Der Kodex des Ur-Nammu, fast 4 Jahrhunderte älter als der berühmtere Kodex Hammurabi, etablierte dieses Prinzip der göttlich sanktionierten Rechtsordnung. Ein Konzept, das über Babylon, die Hebräer und Rom bis in unsere modernen Vorstellungen von Recht und Moral nachwirkt. Blicken wir zum Himmel. Die sumerischen Priester waren akribische Astronomen. Für sie war der Nachthimmel keine zufällige Ansammlung von Lichtern, sondern eine göttliche Tafel, auf der das Schicksal geschrieben stand. Sie kartierten die Sterne, identifizierten die Planeten, die sie nach ihren Göttern benannten, und schufen die ersten Sternbilder des Tierkreises. Ihre Beobachtungen legten den Grundstein für die Astronomie. Ihr Sexagesimalsystem, die Basis 60, überlebt bis heute in der Einteilung einer Stunde in 60 Minuten und einer Minute in 60 Sekunden sowie in den 360 Grad eines Kreises. Selbst unsere 7-Tage-Woche hat ihre Wurzeln im alten Mesopotamien, wahrscheinlich verbunden mit den 7 sichtbaren Himmelskörpern, die sie kannten: Sonne, Mond und die 5 mit bloßem Auge sichtbaren Planeten. Über diese konkreten Errungenschaften hinaus gaben uns die Sumerer literarische Archetypen, die unzählige Male neu erzählt wurden. Der Held, der nach Unsterblichkeit sucht, der Gott, der stirbt und wieder aufersteht, die komplexe Göttin, die sowohl Schöpferin als auch Zerstörerin ist. Das sumerische Pantheon war der erste große Versuch der Menschheit, die komplexen Kräfte der Natur und der menschlichen Psyche in göttliche Persönlichkeiten zu fassen. Diese Götter sind zwar verstummt, aber die Fragen, die sie verkörperten, und die Strukturen, die sie schufen, sind zum unsichtbaren Betriebssystem unserer Zivilisation geworden.